Freunde, hallo! Mein Name ist Frederik und ich freue mich, euch auf meinem Kanal zu begrüßen. Wenn ihr eure Erinnerung so trainieren wollt, dass sie schnell, zuverlässig und fast unbegrenzt arbeitet, dann ist dieses Video für euch. Macht es euch bequem, im Auto, zu Hause, im Gym oder mit Kopfhörern auf dem Weg zur Arbeit. Heute sprechen wir darüber, wie ihr euch euren eigenen gigantischen Gedächtnisbank aufbauen könnt, der immer bei euch ist und jederzeit abrufbar. Und gleich vorweg, das hier wird kein Motivationsblabla nach dem Motto „Glaub an dich und alles wird gut“. Ich gebe euch konkrete, wissenschaftlich fundierte Techniken, Trainingsmethoden und Lifestyle-Anpassungen, die euer Gedächtnis tatsächlich verbessern. Wenn ihr sie anwendet, werdet ihr in ein paar Wochen selbst merken, wie sich euer Kopf verändert. Am Ende des Videos bitte ich euch, den Kanal zu abonnieren, aber nur, wenn ihr aus diesem Video wirklich etwas mitnehmt. Einverstanden? Dann los geht's. Erstens. Der Mythos von den besonderen Gehirnen der Gedächtnis-Champions. Fangen wir mit einem sehr populären Mythos an. Viele glauben, Menschen, die tausende Ziffern auswendig können oder sich ein ganzes Kartendeck merken, sind mit einem Spezialgehirn geboren. Sie hätten Talent, Genetik, Gabe und wir Normalos könnten da nicht mithalten. Aber das stimmt so nicht. 2017 haben Forscher rund 2 Dutzend Gedächtnis-Champions untersucht und deren Gehirne mit Gehirnen von normalen Menschen verglichen, die nie gezielt ihr Gedächtnis trainiert hatten. Das Ergebnis war spannend. Strukturell unterschieden sich die Gehirne der Champions kaum von denen der Durchschnittsperson. Die graue Substanz war dieselbe. Keine Superwindungen, keine zusätzlichen Wunderhirnareale. Der Unterschied lag nicht im Gehirn an sich, sondern darin, wie es arbeitet. Während des Memorierens wurden bei den Champions andere Areale in anderer Reihenfolge, in besonderen Kombinationen aktiv. Sprich, sie hatten sich einen spezifischen Arbeitsstil des Gehirns antrainiert. Und hier wird es richtig interessant. Die Wissenschaftler nahmen ganz normale Menschen, ohne Rekorde, ohne Training und brachten ihnen genau die Techniken bei, die die Champions verwenden. Nach einigen Wochen sahen die Scans ihrer Gehirne den Gehirnen der Champions erstaunlich ähnlich. Und ihre Gedächtnisleistungen stiegen im Vergleich zur Kontrollgruppe um das 3- bis 4-fache. Menschen, die anfangs vielleicht 20 Wörter behalten konnten, schafften nach dem Training unter denselben Bedingungen 60 bis 80 Wörter. Fazit: Es geht nicht um Genie, nicht um Begabung und nicht einmal primär um das Alter. Es geht darum, welche Strategien ihr nutzt und wie konsequent ihr trainiert. Zweitens. Kein Zaubertrick, sondern kontinuierliche Arbeit. Hier müssen wir ehrlich sein. Wenn ihr gerade mitten in der Prüfungsphase seid, in einer Woche Klausuren habt und hofft, dieses Video liefert euch den Magic-Button, dann nein. Man fängt nicht mitten im Winter an, sich noch schnell einen warmen Mantel zu nähen. Genauso ist es mit dem Gehirn. In der Studie mit den Champions zeigte sich, signifikante Veränderungen traten erst nach etwa 6 Wochen intensiven Training auf, nicht nach 2 Tagen. Das heißt, ja, es wird Ergebnisse geben, aber es ist kein Zauber, sondern ein Prozess. Wenn ihr bereit seid, mindestens 4 bis 8 Wochen dran zu bleiben, habt ihr sehr gute Chancen, auf ein Level zu kommen, von dem ihr heute noch gar keine Vorstellung habt. Wenn ihr eine 5-Minuten-Geheimformel ohne Anstrengung sucht, dann braucht ihr nicht weiterzuschauen. Wenn ihr aber wirklich bereit seid, euren Kopf umzubauen, gehen wir einen Schritt weiter. Dritten. Passive Gedächtnistrainings. 4 Details, aber richtig genutzt. Die erste Technik ist eine passive Gedächtnisübung. Sie lässt sich in euren Alltag einbauen, ohne dass ihr extra Trainingszeit blocken müsst. In seinem Buch Umlagerung des Gehirns in 2 Wochen bzw. sinngemäß Verjüngung des Gehirns beschreibt Dr. Gary Small die Übung 4 Details. Ihr geht die Straße entlang. Schaut euch Menschen an. Merkt euch 4 Details ihrer Kleidung oder Erscheinung und versucht, diese Details am nächsten Tag wieder abzurufen. Schon diese simple Übung schärft eure Aufmerksamkeit, trainiert Wahrnehmung und Abruf aus dem Gedächtnis.
Aber sie hat einen Haken. Sie ist nicht mit eurem echten Leben verknüpft. Ihr merkt euch zufällige Jacken, Schuhe, Schals, Informationen, die ihr sonst nie wieder braucht. Für das Gehirn ist das Datenmüll. Wie ich die Übung für mich tune. Ich bin überzeugt, jedes Gehirntraining sollte mit dem verbunden sein, was ihr tatsächlich tut. Dann merkt das Gehirn, das ist nützlich, das lohnt sich. Beispiele. Ich, Frederik, achte stark auf visuelle Dinge, Farben, Formen, Komposition. Wenn ich unterwegs bin, beobachte ich zum Beispiel interessante Farbkombinationen in Schaufenstern, Licht- und Schattenverläufe an Häuserwänden, die Struktur von Baumrinde im Abendlicht, Spiegelungen in Fenstern. Auch hier suche ich mir 4 Details, aber aus meinem Themenfeld, die ich später für Visuals oder Content nutzen kann. Wenn ihr Marketer seid, könnt ihr euch merken, 4 Elemente einer gut gemachten Anzeige. Headline, Angebot, Bild, Call to Action. 4 clevere Kniffe einer Schaufenstergestaltung. 4 Schwächen eines Plakats. Wenn ihr Visagistin, Friseur im Salon arbeitet, achtet auf 4 Details in Make-up oder Hairstyling. Form des Eyeliners. Farbverlauf auf dem Lid. Volumen. Kontur der Augenbrauen. Wenn ihr Autor, Texter oder Journalist seid, markiert euch beim Lesen 4 ungewöhnliche Bilder, Metaphern oder Formulierungen, die ihr später analysiert oder nachbaut. Das ist immer noch passives Gedächtnistraining, aber jetzt, verknüpft mit eurer realen Arbeit, plus Bonus, ihr sammelt aktiv Material und Inspiration für euren Beruf. Gehirn liebt Aufgaben mit sichtbarem Nutzen und Output, nicht nur noch eine Übung für die Statistik. 4. Warum ich keine Wunder-Apps fürs Gehirn bewerbe. Sprechen wir über den Elefanten im Raum. Brain-Training-Apps, die angeblich Gedächtnis, Intelligenz, Konzentration steigern sollen. Als Content-Creator bekomme ich regelmäßig Mails wie »Stellen Sie bitte unsere App vor. Wir verbessern Gedächtnis und kognitive Fähigkeiten. Ihr Publikum wird begeistert sein. Wir zahlen auch gut.« Ich lehne konsequent ab, aus 2 Gründen. Erstens, prinzipiell, ich will meinen Kanal nicht in eine Dauerwerbefläche verwandeln. Zweitens, wissenschaftlich. Ein Großteil der vollmundigen Behauptungen ist nicht sauber belegt. Ein berühmtes Beispiel, Lumosity. Ein großes US-Unternehmen wurde zu Millionenstrafen verurteilt, weil sie Effekte versprachen, die ihre Daten nicht hergaben. Ja, es gibt Studien, die zeigen, dass einige Programme kurzfristig Aufmerksamkeit, Reaktionsgeschwindigkeit etwas verbessern. Aber andere, größere Studien zeigen, der Effekt überträgt sich oft nicht auf den Alltag oder ist kaum besser als Placebo. Heißt, ich behaupte nicht, dass alle Apps sinnlos sind, aber aktuell kann niemand mit Sicherheit sagen, welche wirklich nachhaltig wirken. Was wir dagegen sehr gut kennen, sind alte, erprobte Methoden, die schon in der Antike, im Mittelalter und bis heute genutzt werden und auf denen auch die heutigen Gedächtnisweltrekorde basieren. Genau dazu kommen wir jetzt. 5. Der Gedächtnispalast, die Königsdisziplin. Die zweite Methode ist das Herzstück moderner Gedächtniskunst, der Gedächtnispalast, Loki-Methode. Das Prinzip? 1. Ihr nehmt euch einen vertrauten Ort, eure Wohnung, euer Elternhaus, euer Büro, eure alte Schule. 2. Ihr stellt euch vor, wie ihr euch durch diesen Ort bewegt. Haustür, Flur, Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer, Balkon oder Garten. Je klarer ihr euch die Räume vorstellen könnt, desto besser. 3. Alles, was ihr euch merken wollt, Wörter, Zahlen, Fakten, Begriffe, legt ihr gedanklich an bestimmte Stellen in diesem Ort. 4. Wichtig: Die Bilder, die ihr euch ausdenkt, sollen extrem, lustig, schräg, übertrieben sein. Ein kleines Beispiel. Ihr wollt euch merken: Elefant, Tastatur, Gurke, Rakete. Ihr betretet euren imaginären Palast. Direkt an der Haustür steckt ein Riesenelefant im Anzug, der im Türrahmen feststeckt.
Im Flur liegt eine überdimensionale Tastatur statt Fliesen, über die ihr lauft. In der Küche liegt eine singende Gurke mit Gesicht in der Spüle. Auf dem Balkon steht eine Rakete mit eurem Namen, die gleich starten will. Wenn ihr die Liste später abrufen wollt, lauft ihr einfach denselben Weg im Kopf ab und sammelt die Bilder ein. Historischer Beleg. Im 16. Jahrhundert war der Jesuit Matteo Ricci der erste Ausländer, der in China eine extrem schwere Sprachprüfung bestand, an der 99% der Einheimischen scheiterten. Er nutzte den Gedächtnispalast, um Schriftzeichen, Texte, ganze Bücher zu memorieren und konnte Texte sogar rückwärts aufsagen. Wir müssen keine Bücher rückwärts aufsagen, aber wir können die Methode hervorragend nutzen für Vokabeln und Redewendungen in Fremdsprachen, Fachbegriffe im Beruf, Formeln und Definitionen, wichtige Punkte aus Büchern, historische Daten und Fakten, Straßennamen, Kundenlisten, Projekte. Im Buch von Kevin Horsley, Unlimited Memory, unbegrenztes Gedächtnis, wird diese Technik sehr detailliert erklärt, wenn ihr tiefer einsteigen wollt. 6. 2 Methoden reichen, um weit nach vorne zu kommen. Schauen wir kurz, was wir jetzt schon im Werkzeugkasten haben. 1. Passendes Training, 4 Details, verknüpft mit euren Interessen und eurem Beruf. Schärft Wahrnehmung, stärkt die Fähigkeit, Details wieder abzurufen. 2. Aktive Loki-Methode, Gedächtnispalast, um strukturierte Informationen schnell zu speichern und abzurufen. Nur mit diesen beiden Tools könnt ihr, wenn ihr ernsthaft übt, in wenigen Monaten euch deutlich von der Masse abheben, andere mit eurer Merkfähigkeit überraschen, im Studium oder Beruf deutlich souveräner werden. Aber wir gehen noch einen Schritt weiter und schauen, was euer Lebensstil mit eurem Gedächtnis macht. 7. Lifestyle. Der wahre Feind des Gedächtnisses ist nicht das Alter, sondern Zucker. Ganz offen, der vielleicht größte Gedächtniskiller unserer Zeit ist nicht Stress, Alter oder das Smartphone. Es ist raffinierter Zucker. Nicht der Zucker in Bananen, Äpfeln, Beeren. Die sind oft sogar hilfreich, wegen Vitaminen, Ballaststoffen, Antioxidantien. Gemeint ist Zucker in Süßigkeiten, Keksen, Kuchen und Teilchen, Limonaden, Fertigsoßen, vielen verarbeiteten Produkten. Studien zeigen, schon 10 bis 15 Minuten nach einer großen Dosis raffinierten Zuckers sinkt die Denkleistung um etwa 30%. Menschen, die über Jahre sehr zuckerreich essen, haben ein kleineres Hippocampusvolumen, genau der Region, die für Gedächtnis und Lernen entscheidend ist. Das Risiko für Alzheimer und andere Demenzen steigt deutlich. Das sind keine Schreckensbilder, sondern nüchterne Daten mit MRT-Befunden. Wenn ihr lernt, geistig anspruchsvoll arbeitet, Karriere machen wollt und im Alter noch klar denken möchtet, ist euer Zuckerkonsum kein Detail, sondern eine Frage der langfristigen Gehirngesundheit. 8. Was ihr essen könnt, um euer Gedächtnis zu unterstützen. Zum Glück gibt es Lebensmittel, die das Gegenteil tun. Sie stärken euer Gedächtnis. Beeren, Heidelbeeren, Blaubeeren und Co. Besonders gut untersucht sind Heidelbeeren, Blaubeeren, andere dunkle Beeren. Regelmäßiger Verzehr, zum Beispiel 12 Wochen am Stück, verbessert das Arbeitsgedächtnis um etwa 15 bis 20%, erhöht die Verarbeitungsgeschwindigkeit, reduziert oxidativen Stress im Gehirn. Frisch, tiefgekühlt oder als Mix, Hauptsache sie kommen regelmäßig auf den Teller. Nüsse, vor allem Walnüsse. Walnüsse enthalten gesunde Fette, Antioxidantien, etwas pflanzliches Omega-3. Bei langfristigem Verzehr verbessern sie das Langzeitgedächtnis, unterstützen Gefäße und Durchblutung, senken das Risiko kognitiver Einbußen. Omega-3-Fettsäuren. Selbst Nüsse liefern nicht genug von den Formen, die das Gehirn am meisten braucht, DHA und EPA. Die bekommt ihr aus fettem Seefisch oder aus hochwertigen Omega-3-Supplements. Forschungsergebnisse legen nahe, bessere Gedächtnisleistung, erhöhte Konzentrationsfähigkeit, weniger entzündliche Prozesse im Gehirn.
Ich mache hier keine Markenwerbung, aber wenn euch das interessiert, findet ihr viele gute Übersichtsarbeiten. 9. Meditation. Ein Cheatcode für das Arbeitsgedächtnis. Wer mich kennt, weiß, ich komme an Meditation nicht vorbei. Mittlerweile zeigen rund 10 solide Studien, dass regelmäßige Meditation, schon 10 bis 15 Minuten pro Tag, das Arbeitsgedächtnis verbessert. Erste Effekte oft nach 2 Wochen sichtbar werden. Verbessert heißt konkret, ihr könnt mehr Informationen gleichzeitig im Kopf halten. Ihr lasst euch weniger leicht ablenken. Ihr kommt nach Störungen schneller in den Fokus zurück. Ihr könnt länger konzentriert an einer Aufgabe bleiben. Und nein, ihr müsst dafür nicht in ein Kloster oder auf einen Berg ziehen. Es reicht, euch eine einfache Methode zu suchen, Atembeobachtung, Bodyscan etc. Sie täglich zu praktizieren, idealerweise immer zur gleichen Zeit. 10. Heilpilze für das Gehirn, ein spannendes neues Feld. Für alle, die es wirklich wissen wollen, gibt es noch ein weiteres Thema: Heilpilze. In den letzten Jahren wurden zum Beispiel untersucht Igelstachelbart, Hericium erinaceus, Löwenmähne, Reishi, Ganoderma lucidum, Cordyceps und andere Arten. Man fand in einigen davon Stoffe, die das Wachstum von Nervenzellen fördern könnten, Verbindungen, die neuronale Plastizität unterstützen, potenziell positive Effekte auf Lernen und Gedächtnis. Viele gibt es, als Pulver, als Extrakte, als Kapseln. Wichtig, das Ganze als Ergänzung, nicht als Ersatz für Training und gesunden Lebensstil zu sehen. Auf Qualität und seriöse Quellen zu achten und bei Vorerkrankungen mit dem Arzt zu sprechen. 11. Alles zusammengefasst, euer persönlicher Gedächtnisplan. Fassen wir zusammen. Wenn ihr weniger Vergesslichkeit wollt, schneller lernen möchtet, Projekte, Namen, Zahlen sicherer behalten und euch generell im Kopf klarer fühlen wollt, habt ihr jetzt einen konkreten Plan. Erstens, passives Training, 4 Details. Jeden Tag, verknüpft mit Beruf und Interessen. Zweitens, Gedächtnispalast, Loki-Methode für Sprachen, Fachbegriffe, Listen, Fakten, Buchstrukturen. Drittens, raffinierten Zucker radikal reduzieren, Softdrinks, Süßkram, tägliche Belohnungsnaschereien. Viertens, gehirnfreundliche Ernährung, Beeren, Walnüsse und Co., Omega-3. Fünftens, tägliche Meditation, 10 bis 15 Minuten, für Fokus und Arbeitsgedächtnis. Sechstens, optional, Heilpilze, Nootropika auf Naturbasis, für alle, die sich tief in Biohacking und Neurogesundheit einarbeiten möchten. Gebt euch 6 Wochen mit diesem Paket und die Chance ist hoch, dass ihr euch selbst kaum wiedererkennt, im positiven Sinne. 12. Meine Bitte an euch. Wenn ihr bis hierher geschaut habt, dann ist euch euer Kopf und eure Zukunft nicht egal. Ich bin Frederik und ich bitte euch zum Schluss um 3 Dinge. Erstens, abonniert diesen Kanal. Für euch ist es ein Klick, für mich ist es ein klares Zeichen, dass ihr tiefe, längere, gehaltvolle Videos schätzt, dass ihr mehr wollt als 30-Sekunden-Clips voller Phrasen, dass ihr bereit seid, wirklich an euch zu arbeiten. Ein Abo hilft dem Kanal enorm, weiterzumachen. Zweitens, gebt diesem Video ein Like. YouTube-Algorithmen lesen keine Inhalte, sie lesen Zahlen. Euer Like erhöht die Chance, dass dieses Video Menschen erreicht, die permanent über ihr Goldfischgedächtnis klagen und nicht wissen, wo sie ansetzen sollen. Unterstützt inhaltlich starken Content statt der nächsten inhaltsleeren Ablenkung. Drittens, schreibt einen Kommentar. Ich würde gerne von euch hören, welcher Teil war für euch am spannendsten? Der Gedächtnispalast, das 4-Details-Training, Ernährung, Meditation, die Studien zu Champions und Gehirnscans? Was habt ihr schon einmal ausprobiert? Zu welchen Techniken wünscht ihr euch eigene, tiefere Videos? Eure Kommentare sind,
Nicht nur Feedback, sondern Inspiration für kommende Folgen und ein Kompass dafür, was euch wirklich wichtig ist. Danke, dass ihr bis zum Ende dabei wart. Passt auf euer Gehirn, euer Gedächtnis und euer Leben auf. Denn ein gutes Gedächtnis ist kein Partytrick, sondern die Basis für Lernen, Karriere und Lebensqualität. Ich bin Frederik. Abonniert den Kanal, gebt diesem Video ein Like, teilt es mit Freunden, die ständig über ihr schlechtes Gedächtnis schimpfen, und wir sehen uns in den nächsten Videos.